Deutschland am Tor des Sieges. Der Krieg gegen Frankreich ist gewonnen und aus den Trümmern der Kleinstaaterei erhebt sich ein neues Reich. Im Spiegelsaal von Versailles, welche Ironie der Geschichte, wird der preußische König zum deutschen Kaiser proklamiert. Die deutschen Fürsten verneigen sich vor Wilhelm I. Doch wer fehlt bei dieser historischen Zeremonie? Das Volk. Arbeiter und Bauern sind nicht eingeladen zur Kaiserkrönung. Sie werden die Rechnung für diesen Glanz noch bezahlen müssen. Bismarck, der eiserne Kanzler, hat sein Meisterwerk vollbracht. Ein Reich unter preußischer Führung, protestantisch geprägt, militärisch organisiert. 4 Milliarden Goldmark, eine unvorstellbare Summe, fließt als französische Kriegsentschädigung in die deutschen Kassen. Das Reich macht seinen Namen alle Ehre. Es ist reich geworden über Nacht. Ein wahres Börsenfieber bricht aus. Verkaufen! Verkaufen! 500 Anteile, sofort! Höher! Es muss höher gehen! Die Gewinnsucht kennt keine Grenzen. Spekulanten träumen von schnellem Reichtum. In den Schaufenstern glänzen Waren aus aller Welt. Die Textilindustrie aus dem Elsass, nun deutsch geworden, produziert für das ganze Reich. Kruppsche Stahlwerke rauchen Tag und Nacht. Das Chaos der 33 deutschen Währungen ist Geschichte. Die lästigen Zollschranken sind gefallen. Deutschland rückt vor in die Spitzengruppe der Industrienationen. Doch der Preis des Fortschritts ist hoch. Preise steigen, Wohnraum wird unbezahlbar. Arbeiterfamilien leben zusammengepfercht in dunklen, feuchten Räumen. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Die sozialen Spannungen verschärfen sich. Sozialdemokraten unter August Bebel gewinnen an Bedeutung. Deutschland gleicht einen großen Kasernenhof, so spotten die Kritiker, und sie haben nicht Unrecht. Der preußische Geist durchdringt alles. Schule, Beruf, sogar das Privatleben. Selbst am Strand wird exerziert. Kleine Jungen tragen stolz den Matrosenanzug, träumen von Uniformen und Orden. Der Kasernenton wird gesellschaftsfähig. Wer etwas darstellen will, kultiviert militärische Allüren. Studenten schlagen sich, Narben als Ehrenzeichen. Das ist die wilhelminische Gesellschaft. Autoritär, hierarchisch, obrigkeitsgehörig. Doch es gibt auch die andere Seite, Pioniergeist und Forscherdrang. Otto Lilienthal erobert 1890 den Himmel und bezahlt mit dem Leben. Graf Zeppelin lässt seine Luftschiffe über deutsche Städte schweben. Die Menschen staunen, träumen, hoffen. "14 Stunden Arbeit, 6 Tage die Woche, das ist der Alltag des deutschen Arbeiters. Kinder schuften in den Fabriken, Frauen arbeiten bis zur Erschöpfung. Die Löhne reichen gerade zum Überleben. Der Arbeiter hat fast keine Rechte. Es gibt weder Kündigungsschutz noch Arbeitslosenversicherung. Alle Räder stehen still, wenn euer starker Arm es will. Der Ruf des Arbeiterdichters Herwegh hallt durch die Industriestädte. Streiks brechen aus, Demonstrationen füllen die Straßen. Das Militär marschiert gegen die eigenen Bürger. Die Sozialdemokratie wächst zur Massenbewegung, die SPD wird zur stärksten Partei. Doch das Wahlrecht ist ungerecht. Die Reichen haben 3-mal so viel Stimmen wie die Armen. Bismarck reagiert mit eiserner Hand. Sozialistengesetze verbieten die Partei, aber gleichzeitig führt er die modernste Sozialversicherung der Welt ein. Zuckerbrot und Peitsche, das ist seine Methode. Das Bürgertum verehrt ihn wie einen strengen, aber gerechten Großvater. Bismarck-Denkmäler werden im ganzen Reich errichtet. (1888), das Dreikaiserjahr. Wilhelm I. stirbt. Sein Sohn Friedrich III. regiert nur 99 Tage. Dann betritt Wilhelm II. Die Weltbühne. 29 Jahre alt, voller Tatendrang und Selbstüberschätzung. Seine linke Hand verbirgt er geschickt, aber die seelischen Narben bleiben. Ich führe euch herrlichen Zeiten entgegen, verkündet der junge Kaiser. Er prägt eine ganze Epoche, die wilhelminische Zeit.
Doch wohin führt dieser Weg? Wilhelm II. Ist eine widersprüchliche Persönlichkeit, friedliebend und kriegslüstern, charmant und taktlos, modern und rückständig. Er sammelt Automobile, während er in Uniformen schwelgt. Der Konflikt mit Bismarck ist unvermeidlich. Der alte Kanzler wird entlassen. Der Lotse geht von Bord, spottet die Presse. Das Schiff Deutschland nimmt Kurs auf unbekannte Gewässer. Deutschlands Zukunft liegt auf dem Wasser. Wilhelm II. Träumt von einer Flotte, die es mit England aufnehmen kann. In gigantischen Bauprogrammen entstehen Schlachtschiffe und Kreuzer. Die deutsche Marine wird zur zweitgrößten der Welt. Aber Deutschland kommt zu spät. Die besten Kolonien sind bereits verteilt. Was bleibt, sind Reste. Togo, Kamerun, Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia. Wir wollen niemanden in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne, sagt Bernhard von Bülow. In Marokko provoziert der Pantersprung eine internationale Krise. Deutsche Kanonenboote kreuzen vor fremden Küsten. Ziel war es, Frankreichs Einfluss in Marokko zu stören und Deutschlands Anspruch auf kolonialen Ausgleich zu demonstrieren. Die Welt beginnt, das neue Deutschland zu fürchten. In den Kolonien fließt Blut. Der Aufstand der Herero endet im Völkermord. Die wilhelminische Gesellschaft lebt nach strengen Regeln. Für Frauen gelten Kinder, Küche, Kirche. Emanzipation? Ein Fremdwort. Männer bestimmen, Frauen gehorchen. Doch unter der Oberfläche brodelt es. Heinrich Zille malt das wahre Leben. Armut, Elend, aber auch Lebensmut. Gerhard Hauptmann schreibt sozialkritische Dramen. Der Kaiser ist empört. Kunst soll erheben, nicht niederdrücken. Auf den Jahrmärkten vergisst man die Sorgen. Hier herrscht Gleichheit, zumindest für ein paar Stunden. Die ersten Filme flimmern über die Leinwand. Eine neue Zeit bricht an. Deutschland wird zum Land der Erfinder und Ingenieure. Automobile erobern die Straßen, zunächst noch wie Kutschen ohne Pferde. Benzin kauft man in der Apotheke. Elektrisches Licht erhellt die Städte. Telefone verbinden die Menschen. Die Luftfahrt macht Riesenschritte. Zeppeline schweben majestätisch über das Land. Flugpioniere wagen die ersten Motorflüge. Deutschland steht an der Spitze des technischen Fortschritts, gemeinsam mit Amerika. Doch die schöne neue Welt hat ihren Preis. Maschinen ersetzen Menschen. Die Arbeit wird härter, das Leben schneller. Nicht alle können mithalten in diesem Wettlauf der Moderne. 1913. Wilhelm II. Feiert sein 25-jähriges Thronjubiläum. Das Reich scheint auf dem Höhepunkt seiner Macht. Olympische Spiele sollen 1916 in Berlin stattfinden. Ein Fest des Friedens und der Völkerverständigung. Doch die Zeichen stehen auf Sturm. In München lebt ein gescheiterter Kunstmaler namens Adolf Hitler, noch unbekannt, aber voller Hass und Größenwahn. Die Zukunft wirft ihre Schatten voraus. Die letzte Hochzeit der Monarchie. Prinzessin Victoria Luise heiratet einen Welfenprinzen. Alle gekrönten Häupter Europas sind gekommen. Zar Nikolaus, König Georg, Kaiser Franz Josef. Ein Familienfest, das zum Abschied wird. Sarajevo, 28. Juni 1914. 2 Schüsse, die die Welt verändern. Der österreichische Thronfolger stirbt und mit ihm stirbt eine Epoche. Die Bündnisse greifen wie Zahnräder ineinander. Europa stürzt in den Abgrund. Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche, verkündet Wilhelm II. Das Volk jubelt, die Soldaten ziehen singend in den Krieg. Vor Weihnachten sind wir wieder zu Hause. Ein tragischer Irrtum. 4 Jahre später ist das Kaiserreich Geschichte. Wilhelm II. Flieht ins holländische Exil.
Die Monarchie bricht zusammen. Was bleibt von der wilhelminischen Zeit? Schloss Doorn in Holland, Endstation für den Kaiser. Heimlich gedrehte Aufnahmen zeigen den Kaiser, der wartet auf Einlass ins niederländische Exil. Hier wird er unbehelligt residieren, 23 Jahre lang. Der reisende Kaiser, wie Wilhelm II. Von Freunden und Feinden genannt wurde, ist zur Ruhe gekommen. Aus dem Mann, der ständig unterwegs war, wird ein Gefangener der Routine. Eine Routine, die ihm aber vor allem Halt gibt. Der Tag spielt sich im Wesentlichen so ab. Wilhelm II. Steht morgens früh auf und hält selbst die Morgenandacht ab. Ein Ritual, das Hermine nach ihrer Ankunft 1922 übernimmt. Dann folgt ein schnelles Frühstück, bevor der ehemalige Kaiser zu seinem morgendlichen Spaziergang aufbricht. Das Holzhacken wird zu seiner Beschäftigung, aber nicht aus Verzweiflung, sondern aus Leidenschaft für körperliche Betätigung. Er besucht den Holzhof und widmet sich der Gartenarbeit im Park, wo er Bewegung an der frischen Luft sucht. Nach der täglichen Mittagsruhe folgt ein kurzer Spaziergang. Um 17 Uhr gibt es gemeinsam Tee in Hermines Salon oder in der Kaiserbibliothek. Bis zum Abendtisch um 20 Uhr. Abends zieht sich die kleine Hofgesellschaft mit Gästen und dem kleinen Hofstaat in den Rauchsalon zurück. Zigaretten, Kaffee, Erfrischungen werden serviert. Hermine beschäftigt sich mit Handarbeiten, während der Kaiser den Anwesenden vorliest. Ein Bild häuslicher Idylle, das niemand von dem impulsiven jungen Kaiser erwartet hätte. Zwischen 22 und 23 Uhr verabschieden sich Wilhelm und Hermine von den Anwesenden im Rauchsalon. Ein Ritual, das 19 Jahre Bestand haben wird. 1929 gründet Hermine das Herminenhilfswerk, das sich um Bedürftige kümmert. Besonders während der großen Arbeitslosigkeit zeigt das Exilpaar soziales Engagement. Einer der Höhepunkte des Doorn-Lebens ist 1938 die Hochzeit des kaiserlichen Enkels Louis Ferdinand mit der Großfürstin Kira von Russland. Hermine schätzt die junge Braut sehr und versteht sich außergewöhnlich gut mit ihr. 1940 folgt die nächste Familienhochzeit. Hermines jüngste Tochter Henriette heiratet den kaiserlichen Enkel Franz Josef, Sohn von Prinz Joachim von Preußen. Die standesamtliche Trauung findet am 1. Oktober 1940 in Haus Doorn statt. Wilhelm II. Hält eine bewegende Rede, in der er Henriette offiziell in sein Haus aufnimmt. In den frühen Abendstunden des 3. Juni 1941 kündigt eine Lungenembolie mit ihren bedrängenden Symptomen das Ende an. Wilhelm II. Ruft nach Hermine, verabschiedet sich von ihr und dankt seiner kurz darauf eintreffenden Tochter Viktoria Luise für die Zeit an seiner Seite. Er spürt, dass sein Bewusstsein schwindet. Hermine und Viktoria Luise wachen die ganze Nacht am Bett des Sterbenden. Am 4. Juni 1941 um 11:30 Uhr stirbt Wilhelm II., sanft und friedlich. Nach dem Tod muss Hermine das Heim verlassen, nachdem sie 19 Jahre an seiner Seite gelebt hatte. Sie kehrt im August 1941 auf ihr Gut in Schlesien zurück. »43 Jahre Kaiserreich, eine Epoche zwischen Glanz und Gloria, zwischen Fortschritt und Reaktion. Deutschland war zur Großmacht aufgestiegen, hatte Wissenschaft und Technik revolutioniert, aber auch den Weg in die Katastrophe bereitet. Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Damals wie heute. Wachsende Ungleichheit, politische Polarisierung, internationale Spannungen. Damals wie heute eine Mittelschicht unter Druck, Arbeiter, die trotz Vollzeitjob kaum über die Runden kommen. Sind wir heute wirklich besser dran oder arbeiten wir nur für andere Herren, nicht mehr für den Fabrikbesitzer, sondern für Vermieter, Versicherungen und den Staat? Die Wahrheit ist unbequem.
Während die Produktivität seit 1871 um das 20-fache gestiegen ist, ist unser Lebensstandard nur um das 3-fache gewachsen. Schreibt bitte eure Meinung dazu in die Kommentare. Das Deutsche Kaiserreich, eine Mahnung und eine Hoffnung zugleich. Glanz und Gloria vergehen, aber der Kampf für Gerechtigkeit ist ewig.